Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute das nächste Video zum Thema PFAS, FAS und so weiter. Es hat jetzt ein bisschen gedauert tatsächlich, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber das ist halt genau dieser Punkt. Ich selber bin ja auch davon betroffen. Da hat man eben diese Zeiten, dass man gerne mal vom Thema abschweift oder halt eben auch, wenn es einem selber nicht so dolle geht und einfach ein bisschen so ins Schwanken kommt. So ging es mir jetzt zum Beispiel. Ich hatte mich zwar um meinen Main-Kanal gekümmert, also ums Gaming, aber hatte dann auch wenig gestreamt und mir ging es auch tatsächlich nicht so dolle. Und ja, ich habe mir jetzt auch immer die Aufgabe gemacht, dass ich ein bisschen, sag ich mal, aktiver hier werde, weil ich möchte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Und dann gehen wir heute den nächsten Part durch. Ich mache jetzt auch mal meine Kamera an, dass die auch mal mit am Start ist. Dann könnt ihr mich hier mal genauer sehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem nächsten Punkt. So, da hätten wir Autoimmunerkrankungen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Insgesamt 10 verschiedene Krankheitsbilder also rum. Die Häufigkeit ist bei 29,5%. Und ich werde jetzt auch tatsächlich einfach mal die Sachen hier so vorlesen. Die Sachen, was ich weiß, werde ich versuchen, ein bisschen mit zu erklären. Ist aber gar nicht so viel tatsächlich bei. Dann hat man zum Beispiel auch Ohreninfektionen, Häufigkeit 36,7%. Und jetzt fängt es auch wieder an mit meinen Sprachfehlern. Die habe ich ja wie so oft. Das ist übrigens auch ein kleiner Punkt, was bei mir sehr extrem ist, mit diesen Sprachfehlern eben, welche ich bekomme. Und dann haben wir Punkt 3, Rheumatoidaritis, ach je, Häufigkeit 6,6%. Angeborene Herzfehler, Häufigkeit 2,7%. Ich selber habe übrigens auch einen Herzfehler, also ich habe auch eine Narbe, die geht von hier oben bis komplett runter. Die wurde auch tatsächlich behandelt. Hatte da 1900, jetzt muss ich selber überlegen, oh Gott, Moment. 97, 98 müsste es gewesen sein, hatte ich eine Operation. Ich habe bis heute noch sehr, sehr niedrigen Blutdruck zum Beispiel. Ich habe auch noch hin und wieder Herzrhythmusstörungen. Und ja, also es macht sich schon noch bemerkbar, es ist aber nicht so schlimm, wie wenn der Herzfehler unbehandelt gewesen wäre. Dann haben wir unter anderem noch supraventrikuläre Tachykardien, Häufigkeit 5,7%, Schulter-Nackenbeschwerden, Häufigkeit 2,2%, Fehlsichtigkeit, Häufigkeit 21,6%, Strabismus, Häufigkeit 11,4%, der Hörverlust als Kind, Häufigkeit 14,6%, Hypothyreose, Häufigkeit 5,6%, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten ist 2,6%, Zerebralparese, Häufigkeit 3,4%, fehlende Gewichtszunahme, Häufigkeit 21,5%, das ist sehr, sehr hoch tatsächlich, und Demenz früher Beginn, Häufigkeit 0,9%. Die fehlende Gewichtszunahme habe ich übrigens auch. Also ich selber, ich wiege jetzt 50 Kilo. Ich habe vor, ja, schon einiges an Jahren habe ich immer extrem abgenommen und seit da an, ich kann essen, wie ich möchte. Ich werde einfach nicht dick. Das ist halt echt so ein Punkt, der ist ja sehr belastend tatsächlich für mich. Ich versuche etwas mehr zuzunehmen, aber es klappt halt einfach nicht. So, gehen wir zum zweiten Blatt. Da haben wir Einschlafprobleme, Häufigkeit 70% und das ist extrem hoch. Darunter leide ich übrigens tatsächlich auch. Also ich selber, ich schlafe sehr, sehr wenig. Wenn ich mal schlafe, dann immer Etappenschlaf. Und es gibt natürlich auch Tage bei mir, da schlafe ich einfach mal einen kompletten Tag gar nicht. Also bin wirklich 24 Stunden plus und aufwärts wach. Schlafe aber dafür halt dann irgendwann komplett über 10 Stunden und weiter, wenn ich halt dann komplett durch bin. Ne? Weil ich meine, nicht jeder packt das und kann Ewigkeiten wach sein. Dann haben wir Durchschlafprobleme, Häufigkeit 57,6%, auch sehr hoch. Das ist eben das, was ich gerade gemeint habe, mit diesem Etappenschlaf zum Beispiel, was ich jetzt habe. Tagesschlaf notwendig, Häufigkeit 47,4%, das ist bei mir auch sehr oft. Also wenn ich mal es schaffe, das schaffe ich ab und an, nicht oft, einen Schlafrhythmus hinzubekommen. Also ab und an schaffe ich es tatsächlich, dass ich so für 2-3 Wochen wirklich einen Schlafrhythmus habe. Das heißt, wirklich morgens aufstehen, abends ins Bett. Aber dann brauche ich definitiv so in Klammern mein Mittagsschläfchen, nenne ich es mal, weil sonst verpacke ich den Tag nicht. Weil bei mir ist es so, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt, ich stehe morgens um 8 auf, dann bin ich spätestens um 11, 12 Uhr wieder komplett müde, also wirklich richtig müde. Und da muss ich dann auch wirklich mich hinlegen, weil sonst bin ich absolut fertig. Also ich brauche da tatsächlich so in Klammern mein Mittagsschläfchen. Ne?
Geruchsprobleme, Häufigkeit 50,6%, das ist auch sehr, sehr hoch. Da bin ich tatsächlich jetzt mal nicht von betroffen. Autismus 15,1% Häufigkeit. Ängste 88,4% Häufigkeit. Ängste kann man natürlich sehr, sehr, sagen wir mal, umfassend sehen. Habe ich in dem Sinne auch. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Sinne Ängste. Ich bin zum Beispiel so, ich habe sehr, sehr viel Angst vor Menschen. Also ich mag es zum Beispiel absolut nicht so, in einer Menschenmenge zu sein, Menschen, was ich nicht kenne. Das ist für mich absolut stressig, unangenehm. Also jedes Mal aufs Neue tatsächlich was richtig Neues für mich, obwohl ich es eigentlich irgendwo schon kenne. Aber es ist für mich der pure Stress, wirklich in einer Menschenmenge zu sein. Ich war jetzt 2019 war ich auf der Gamescom. Da war das mega geil, das Erlebnis, definitiv. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber es war halt krass anstrengend. Also ich habe dann auch mega Magenprobleme bekommen. Ich denke mal, das ist bei mir tatsächlich auch irgendwo ein bisschen psychisch. Es war halt schon sehr viel, sag ich mal. Menschen, was man nicht kennt. Auf einmal kommen Leute auf einen zu. Ich bin ja im Social Media tätig. Ein paar kennen tatsächlich meinen Namen. Dann kamen Leute an, ey, Sui ist da und tralala. Und es war halt schon, ja, also auf der einen Seite irgendwie schön, auf der anderen Seite war es irgendwie für mich mega der Stress. Aber ja, also das mit den Ängsten kenne ich sehr, sehr gut. Depressionen, Häufigkeit 67,4%, davon bin ich zum Beispiel auch betroffen. Ich nehme auch tatsächlich Antidepressiva, bin ich auch komplett ehrlich. Ich meine, darum geht es ja auf diesem Kanal. Die muss ich tatsächlich täglich nehmen, weil ich einfach ansonsten diese Extremphasen bekomme, wo ich halt wirklich auf nichts Lust habe und demotiviert und tralala und so weiter. Agographie, Häufigkeit 16,6%. Und gehen wir weiter zum nächsten Blatt, also Blatt Nummer 3. Wir haben insgesamt 4 Stück heute in diesem Video. Da haben wir Störung Kurzzeitgedächtnis, Häufigkeit 81,5%. Da bin ich zum Beispiel auch extrem von betroffen. Also tatsächlich ist bei mir so eine Art Demenz festgestellt worden. Also ich bin jetzt nicht komplett dement, das definitiv nicht. Ich bin ja jetzt momentan 26 Jahre alt, also solltet ihr dieses Video gerade sehen. Im derzeitigen Zeitpunkt bin ich 26. Und ich habe das sehr wohl, dass ich zum Beispiel wo anruf, ob es jetzt Arzt ist oder irgendwo anders und dann mache ich einen Termin aus und während ich aufgelegt habe, habe ich schon wieder ganz vergessen, ja, welches Datum war es jetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt bekomme, Sie haben jetzt an Datum XYZ einen Termin, muss ich es wirklich in diesem Moment aufschreiben. Wenn ich es nicht mache, dann weiß ich es einfach gar nicht mehr. Oder ich weiß zum Beispiel, ich bräuchte jetzt übertrieben gesagt Toilettenpapier noch oder so beim Einkauf. Ich weiß es zwar im Vordermoment so, okay, wenn du gleich einkaufen gehst, du brauchst Toilettenpapier, aber so wie ich einkaufen war, vergesse ich es einfach mal. Also ich muss mir echt wirklich alles aufschreiben. Ich habe mir auch tatsächlich so eine Amazon Alexa eben geholt, die was mir sehr, sehr viel hilft. Also ich habe da zum Beispiel meinen Müllplan eingespeichert, Termine habe ich eingespeichert, damit die mich einfach an jeden Scheiß erinnert, weil ich vergesse es einfach. Also ich brauche wirklich Erinnerungen für A bis Z, ob es auch sowas ist wie vergiss nicht zu essen und so weiter. Bei Twitch habe ich jetzt zum Beispiel, also ich streame hauptsächlich auf Twitch, also auf YouTube eher weniger, meistens auf Twitch. Da habe ich zum Beispiel auch extra drin, vergiss nicht zu trinken, weil Trinken ist auch so eine Sache, das vergesse ich absolut, wenn man mich nicht daran erinnert. Das ist schon sehr, sehr extrem bei mir ausgeprägt. Dann Störungen im Langzeitgedächtnis, Häufigkeit 67,5%, auch ziemlich hoch. Da bin ich tatsächlich noch nicht betroffen von. Langzeit kann ich mir zumindest jetzt so die Kindheitstage sehr gut merken. So die letzten Jahre jetzt eher weniger. Da ist es ein bisschen extremer bei mir geworden. Aber so wirklich, weiß ich nicht, von 6 Jahre alt bis 14, sage ich mal, weiß ich noch sehr, sehr viel. Also da ist es eher weniger bei mir. Probleme der Entscheidungsfindung, Häufigkeit 85,5%, auch sehr, sehr hoch wieder. Da bin ich auch betroffen von. Also ich bin auch so ein Mensch, ich kann mich sehr schwer teilweise entscheiden und dann ist immer so ich weiß nicht. Brauche dann oft auch von meinem besten Freund oder irgendwie auch sehr guten, engen Freunden so ein bisschen Mitentscheidungshilfe, so Positiv-Negativ-Liste, damit ich mich auch irgendwo manchmal entscheiden kann. Das kommt bei mir tatsächlich auch schon mal vor. Probleme mit dem Gesetz, soziale Regeln, 82,8% Häufigkeit. Also mit dem Gesetz eher weniger, früher tatsächlich ja, also was heißt früher? Jetzt bin ich wie gesagt 26, so mit 14, 15, 16 war das schon öfters mal so, Probleme mit dem Gesetz. Ich war auch so ein Kind, sag ich mal, welches gerne mal gegen die Regeln verstoßen hat. Ich bin auch heute noch so, dass ich mich nicht unbedingt an alles halte. Also Aufgaben, soziale Regeln, das definitiv nicht. Das gebe ich auch zu. Also meine Eltern, muss ich auch echt sagen, Hut ab, haben da einiges mit mir mitgemacht. Ich war eigentlich immer so, meine Eltern sagen dies, das, jenes und ich habe halt genau das Gegenteil gemacht. Also
sei da und da zu Hause. Ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen oder einfach mal weggeblieben, einfach bei einer Freundin geschlafen, auch wenn Mutti gesagt hat, nö, darfst du nicht, das war mir halt voll egal. Also da gebe ich schon zu, das habe ich halt extremst gehabt. Das habe ich auch heute noch so. Ich nehme nicht gerne, sage ich mal, Regeln von anderen an. Ich versuche es ist aber halt sehr, sehr schwer. Schwierigkeit Sprachaufgabenverständnis, Häufigkeit 71,5%. Da sind wir eben bei dem Punkt, Schwierigkeit Sprachverständnis. Also mit Sprechen, da habe ich es halt, also ich persönlich habe halt extrem Probleme, was das Lesen betrifft. Ne? Also ich kann Texte vorlesen, aber ich verspreche mich halt, weil da ist der Punkt, wenn ich versuche zu lesen, zu denken und zu sprechen gleichzeitig, dann ist eigentlich schon wieder rum, weil dann kommen halt eben diese ganzen Sprachfehler. Schwierigkeiten beim Verstehen, Lesen, Häufigkeit 69%. Also, was ich lese, verstehe ich tatsächlich, aber eben, wenn ich es laut vorlesen muss, da kommen halt bei mir so die Probleme auf. So, letztes Blatt haben wir hier. Auswirkungen bei unzureichender Hilfe bei Betroffenen. Das habe ich mir eben auch gedacht, das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich persönlich. Und deswegen möchte ich diesen Text einfach auch nochmal vorlesen. Die negativen Folgen nicht ausreichender Hilfe erleben Betroffene immer wieder. So sind sie insbesondere von zu frühen oder generell ungeeigneten Versuchen betroffen, sie von Hilfe unabhängig zu machen. Dies führt leicht zur Überforderung, was wiederum nachteilige Auswirkungen auf ihre Teilhabe und ihren Gesundheitszustand haben kann. Denn Überforderung kann erhebliche Spannungszustände auslösen. Seelische Störungen, Suchterkrankungen und kriminelles Verhalten können die Folgen sein. Menschen mit einer fatalen Alkoholspektrumstörung sind aufgrund ihrer gestörten Impulssteuerung häufig besonders unfallgefährdet und können Verhaltensauffälligkeit zeigen. So. Es ist soweit jetzt eigentlich alles, was es zu diesem Thema noch so gibt, zumindest zum Thema Minimum-Aufklärung. Da gibt es natürlich weitaus mehr, aber bis wir damit durch wären oder fertig, da ist Weihnachten wahrscheinlich. Deswegen wollte ich es so ein bisschen in Punkten halten, damit ihr da so ein bisschen mal einen kleinen Einblick habt. Das ist jetzt eher mal so die ersten 4 Videos, welche jetzt eben waren, über die Aufklärung, was genau ist FAS, um was geht es da genau, was kann es beinhalten und so weiter. Und in den nächsten Videos, die welche jetzt bekommen werdet, sind dann zum Beispiel Alltag von mir, wie ich meinen Alltag löse, mit welchen Hilfen. Ich werde auch tatsächlich Videos hochladen, wenn es mir mal wirklich nicht gut geht, dass ihr einfach auch mal so den Weg seht, wie geht's Sui oder wie verhält sie sich eben, wenn sie ganz, ganz, ganz schlecht unterwegs ist. Werde ich jetzt auch nicht alles, sagen wir mit PC, weil jetzt momentan nehme ich es ja mit PC auf, mit Mikro. Also wird auch mal ein Handyvideo wahrscheinlich sein, einfach um mal zu zeigen, wie ist meine Stimmung oder wie bin ich unterwegs, wenn es mir einfach wirklich schlecht geht, wenn ich einfach komplett fertig bin. Und wenn man einfach mal alle, sag ich mal, Einblicke sehen sollte. Ich werde auch mal einfach mit Lilly so, inwiefern mir Lilly zum Beispiel gut tut, ein Video machen. Auch unter anderem mit meiner Betreuerin. Auch mal so ein kleines, in Klammern, Interview mit meiner Betreuerin. Wie sie mit dem Ganzen klarkommt, wie sie da reagiert und so weiter. Und natürlich auch mit meiner Verwandtschaft. Da habe ich auch extra mal gefragt, ob die den Bock drauf hätten, da mal ein Video mitzumachen. Haben auch alle wie heißt es jetzt? Jetzt fängt es wieder an mit dem Vergessen. Einverständnis erklärt, ihr Einverständnis erklärt, jetzt haben wir es. Und ja, das ist jetzt erstmal alles für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass es euch soweit auch ein bisschen aufgeklärt noch hat. Im letzten Punkt, solltet ihr jetzt zum Beispiel irgendwas nicht genau wissen, dürft ihr natürlich auch dazu mal das googeln, weil wie gesagt, ich selber weiß auch nicht alles. Ich versuche auch teilweise immer noch das Ganze zu verstehen, aber ich verstehe es teilweise auch noch nicht so ganz. Wir können natürlich auch noch mal kurz ein bisschen zu mir sagen, was ich jetzt zum Beispiel habe. Ich habe ja unter anderem das PFAS, also partielles Alkoholsyndrom, sprich, bei mir sind hauptsächlich die Nerven betroffen, also äußerlich eher weniger. Ich habe unter anderem eine PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe ADHS, also aggressives, defizites, hyperaktives, weiß gar nicht, wie es eigentlich genau heißt, Störung, glaube ich noch. Dann habe ich passiv-aggressives Verhalten, eben dann so leicht diese Demenz, also sprich bei mir ist das Kurzzeitgedächtnis extrem betroffen. Ich habe diese Sprachfehler eben. Ich habe unter anderem eine Lernbehinderung. Also es fällt bei mir auch sehr, sehr extrem aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich meine Betreuung nicht oder auch nicht meine Freunde, dann würde ich wahrscheinlich den Alltag so gar nicht packen, wie ich es momentan tue. Das war es jetzt auf jeden Fall für heute mit dem Video. Ich will natürlich nicht auf einmal mit so extrem viel Infos zuballern
Und dann hören wir uns im nächsten Video, wo es einfach mal wirklich komplett um mich geht, wo wir einfach mal zeigen, wie lebe ich eigentlich so meinen Tag, wie bewältige ich meinen Tag. Und da hören wir uns dann als nächstes. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und Dankeschön beim Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.